Warum war sie nicht im Kampf? Sie war mittendrin. Ich verstehe nicht, was los ist. Ich weiß nicht, kämpfen wir schon? So, jetzt kommt er hier rein und denkt sich so, ach ja, ist ja völlig normal, dass hier alles voller Blut und Leichen ist. Ich würde hier gerne speichern, bevor ich sowas ausprobiere. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldurs Gate. Hier starten wir mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir haben ja hier letztes Mal ein bisschen Chaos veranstaltet. Ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, sei mal dahingestellt. Aber das heißt jetzt auch, dass wir wahrscheinlich das ganze Lager gegen uns haben. Wir machen erstmal eine Short Rest. Wo sind die kleinen Kinder hier hin? Die würde ich gerne umbringen. Okay, wir haben hier ein paar Edelsteine. Wir packen einfach mal alles ein, was wertvoll aussieht. Müsste man ja eigentlich eher Assyrian zutrauen, aber ja. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwie was schmieden können oder sowas. Das wäre ja eigentlich ganz interessant, wo wir schon die ganzen Materialien mitnehmen. Oder wir verkaufen sie halt einfach. Also hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber die kleinen Brats sind abgehauen. Ich bin mal gespannt, ob andere Leute uns jetzt feindlich gesonnen sind. Ich weiß nicht, wie sehr sich hier die Nachricht rumgesprochen hat. Den scheint es ja nicht zu jucken. Hi. No. Oh, the Inquisitor will have our necks for this. Könnte ich mir gut vorstellen. Was haben wir hier sonst noch so? Guten Tag. Vielleicht hat sich's auch nicht so rumgesprochen, ne? Aber hier müssen wir uns ein Ei klauen. Sprechen wir erstmal mit dir da vorne. Holy shit, hier sind Fallen. Is Sticker permitted to view the birthing pools now? These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. I thought a hatchery would have more eggs. Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish, but stay away from the egg. There will be no second warning. Ist sie das da oben? Ja. Und wie kommen wir da hoch, ohne dass wir sterben? Ja, hier ist alles voll mit Fallen. Ja, lauf doch nicht durch das Asset. Wir müssen hier ein bisschen rumspringen. Können wir hier hoch? Oh, tatsächlich. Das ist auch alles voller Traps. Wo hätten wir denn sonst lang gehen sollen? Styrian, kannst du die disarmen? Ist jetzt nicht so schwer und du bist happy. Solange du keine 1 rollst, ist alles in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wie viele davon hier noch rumliegen. Alter, hier ist ja alles voll mit den Dingern. Und da hinten ist anscheinend das letzte Ei. Ich hoffe mal nicht, dass auf dem Weg hier zu dir irgendwelche Sachen sind. You can tell Kithrak Therazin that my position has not changed. The egg requires more time. Furthermore, I was not expecting an istic. What brings you to my hatchery? I heard you're waiting for one last egg to hatch. Most caretakers would not give the child its fair chance, but I shall. There could be greatness in that shell. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. Persuasion, why do you care so much about one dot egg? Brauchen ein bisschen mehr. Wir geben mal ein bisschen Guidance dazu. Gut, dass ich Guidance genommen habe. Auch eine 1 hätte, also auch eine +1 hätte gereicht, aber ja. Not all that arrive late are weak. I created this entire hatchery, despite being the last of my clutch to hatch. They almost drowned me in the hatching pool, if it wasn't for the Varsh of my clutch. This one deserves the same chance. Let me help, I can take it somewhere safe. War ich schon ein bisschen höher. Ja, gut. Gut, dass ich so ein überzeugender Mensch bin. You?
What do you know about Githyanki child rearing? Still, the captain's due for an inspection any day now. And if she sees it here... Tell me, what will you do with it if I entrust it to you? I make the best omelette you've ever tasted. Nein. I'll raise it as if it were my own flesh and blood. That's what I feared. Still, I'm sure its nature will pervade, even if raised among lesser species. Ich mag die Githyanki irgendwie nicht. I can no longer ignore that Kithrak Thurizen's patience has its limits. Very well. Here. Take these. They will aid your approach to the egg. You want to fight with your brothers and sisters? Also kann ich das dann einfach nehmen? Was sind das für Boots? Acidic surfaces don't affect you and you are resistant to acid damage. Kann ich dann da unten einfach reinspringen? Ich meine, wahrscheinlich ist es auf jeden Fall gut, wenn die Leute nicht mitkommen. Die Repulsion Mine sollte ich ja trotzdem meiden. Warum kriege ich Damage, wenn ich hier unten reinspringe? Das ist Wasser. So, ich kann hier runterklettern. Okay, ist irgendwo eine Trap und ich sehe sie nicht. Hier sind überall Traps. Oh, Junge, deine Perception. Egal, spring einfach. Einfach nichts berühren. Large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. Crush the egg now. Reach out and touch the egg. Pick it up gingerly and stow it in your pack. Erstmal reach out. The egg is warm to the touch. The rough shell like slate beneath your fingers. Whatever is within is stirring ever so slightly. Pick it up gingerly and stow it in your pack. Das Ding ist ganz schön schwer, ist das Problem. Was kann ich denn kurz verschicken? Das Fleisch hier ist schwer. Send to Camp. Slave Mind. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir das herhaben. Ich glaube, das haben wir noch aus dem Nautilus-Schiff, oder? Von den Mindflayers ganz am Anfang. Einfach alles ins Camp schicken, was hier schwer ist. Hat er jetzt noch irgendwas zu sagen? Du brauchst nicht da runtergehen. Geh wieder hoch. Du sollst mit ihm reden. Das kannst du von oben. Das solltest du auch von oben. You've caught the egg, haven't you? Be on your way then. Before I change my mind. Fair enough. Jetzt müssen wir nur hier wieder irgendwie runterkommen, ohne Schaden zu kriegen. Und schnell raus hier. Asterion disapproves aber auch immer so schnell von solchen netten Sachen, sag ich mal. Der ist eigentlich ein guter Companion, um ihn bei einem, naja, guten Run dabei zu haben. Aber der interessiert sich halt nur für sich selber. Und immer wenn man irgendwas trifft, was irgendwie für andere Leute wichtig ist. Weil, was hätte ich ihm denn sagen sollen? Natürlich, ich hätte jetzt sagen können, oh, für wie viel verkauft es sich denn? Aber damit hätten wir das Ding ja nicht bekommen. So, der Asterion hatte einfach keine Ahnung, wie man mit den Menschen umgeht, um das zu kriegen, was man will. Es geht ja nicht mal darum, dass wir das erziehen. Das war ja nicht die Wahrheit. Aber Asterion tut so, als wäre es die Wahrheit. What the fuck? Wen haben wir denn hier so? Your disobedience brings shame on Crèche. Kachuki! We are training to fight Gake. You think they will hesitate? They won't need to if we keep killing each other for them. It's stupid. Silence! It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Leave the boy alone, you made your point. Kriegen wir noch mal ein bisschen Guidance. Weil 21 ist hoch. Ja, mit der ja, auch ohne die Guidance hätte es gepasst. Aber bei sowas immer better safe than sorry. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. You are
are well on your way to being gate food. Do better. War das der Junge? Ja. That was amazing. I've never seen someone talk the Savage down from a rage like that. He's always telling us how we have to be ruthless, that death is the only mercy we deliver. But you showed compassion and kindness. You're just like... Never mind. Just like who? If there's a like-minded soul here, I'd love to meet them. Vielleicht den Typen meint er wahrscheinlich, den, mit dem wir gerade schon gesprochen haben, der das Ei beschützt hat. Gehe ich mal von aus. I speak of... Ne? Of Orpheus. The true prince. He's so strong and wise, and he rides a comet. A comet! We're forbidden to talk about him. They say Vlaakith knows if you even think his name. I found his book. Part of it anyway. I read it all the time. He's unbelievable. Where did you get this book? A group of warriors came. Outsiders. On a mission for Vlaakith herself. Savage Kethk made us clean their armor. And I found it. Inside one of the breastplates. Wish I knew who it belonged to. I have so many questions. Hopefully, one day I'll find them. Sounds like quite the book. Can I have it? You want... But... I... You endanger yourself by carrying this around. It must be disposed of. I guess gerade so. Guidance sehr hilfreich. Fine. Take it. So stupid we can't read it. It's just a story. It's not even true. I'll do my best to forget what it said. Thank you for taking it. Was haben wir denn hier für ein Buch? Wo ist es gelandet? Das ist ein Buch? Oh, okay. The stone disc has Githyanki runes carved into it. Below them is drawn a translation into the common tongue. The prince of the comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. The red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlaakith." Okay. But their true heir, the prince of the comet, could not overcome Vlaakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Jethstil Kithrak lit the astral sky aflame when the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. Wen haben wir hier? Unless you want to be set up as target practice, I suggest you leave, Istik. Okay, wir sind hier anscheinend am Trespassen, weil die Karte hat auch gerade rot geleuchtet. Mercy is death, death is mercy. Here This goes is nothing. Vlaakith's will. Free to suggest it. I'm sure she'll appreciate. Hi. Please, Chitrai, I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight, Chitrai. We could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therazin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him! Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier sein sollten. Die Karte ist schon wieder rot. Aber hier sind nicht viele Leute, sollte es zum Kampf kommen. Die Hunde und 2 von denen. An Istik in my crèche.
You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. Don't tell her anything. There's a mind flayer invasion in progress. Why is that not your priority? You are well informed. My crèche discovered the same. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunarath. In response, they sent an inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. What is so important about this weapon? I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. What does this weapon look like? It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script. Stolen by true soul heretics. You sense Shadowheart's worry. This weapon sounds like the artifact you carry. Ja, wir wissen ja schon, dass es das ist. You know something. Do you have it? I don't know anything about it. Mal noch ein bisschen Guidance bekommen. Ja, geht auch ohne. Then stop wasting my time, Istik. You are one of the mercenaries we engaged, are you not? Not exactly, I'm here to loot the place. What's the reward again? A fortune in gold, vouched for by our queen herself. I have business to attend to. Return with the weapon, or do not return at all. Sollen wir mal versuchen, gegen die zu kämpfen? Ich will wissen, was hier ist. Wer bist du denn hier vorne? Die Wölfe machen mir ein bisschen Sorgen. I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Okay. Assyrian? Kannst du hier drauf? Das sollte jetzt schon verdächtig wirken, aber egal. Wir positionieren unsere Streitkräfte, weil ich will durch dieses Tor hier durch. It's a fight. The consequences are hardly surprising. Wieso ist der Hund draußen? Shadowheart? Wieso kriegst du durchgängig Schaden? What the fuck? Ganz ehrlich. Warum war sie nicht im Kampf? Sie war mitten drin. Nur weil sie nichts sieht. Ja, ich verstehe nicht, was los ist. Ich weiß nicht, kämpfen wir schon? Jetzt ist sie fast tot. What the fuck? Egal, solange die da drin gefangen sind. God's a betrayer. Meine Weapon wurde gedroppt. Shadowheart, ja, heal dich erstmal hoch. Das bringt ja sonst überhaupt nichts. Ach, da kommen noch mehr von draußen. Das ist Kacke. Hat sie sich jetzt in den Mist rein teleportiert? Okay. X's, warum bist du fearful? Da kommt noch einer. Die von draußen sind das Problem. Mit denen hier drin wären wir, glaube ich, locker klargekommen. Ja gut, es ist eh over. Die Frage ist, können wir es umgekehrt machen und zuerst mit denen hier draußen anlegen? Wir machen hier mal die Tür zu. Und dann hast du auch noch verfehlt. Okay. Und sie stört das gar nicht, dass hier einer ihrer Kollegen tot rumliegt? Ich meine, wenn es dich nicht stört. Wie kannst du so häufig verfehlen? Wir müssen sowieso danach einmal kurz resten. Ich finde das nur interessant, dass es niemanden juckt. So, jetzt kommt er hier rein und denkt sich so, ach ja, ist ja völlig normal, dass hier alles voller Blut und Leichen ist. Wie kannst du die ganze Zeit verfehlen? Assyrian, ich bitte dich.
Triff doch mal irgendwas. Er ist surprised, immerhin. Aber ich sag ja, es juckt hier niemanden. Es juckt hier niemanden, was hier abgeht. Und jetzt können wir uns auch gleich mit denen da drinnen anlegen. Ist das Blatt? Ja, es ist Blut. Es ist auch von euch veranlasst worden. Wir campen hier mal kurz. Lazel, was hast du zu dem Ganzen zu sagen? Das interessiert mich schon ein bisschen. Ach, wirklich? I felt your torment. The gods still tampered with it. Traitor. And there may be more still. This must be why the Inquisitors come. A traitorous doctor? How can you be so sure? Vlaakith does not abandon Githyanki. The Zaithis was tampered with. There is no other explanation. Hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Doctor's sedition. Ich könnte mir ehrlich gesagt beides vorstellen. Komm, erstmal hier den Hund petten. Aber ich weiß es ja nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze veranlasst worden ist. Das wirkt nämlich ehrlich gesagt ein bisschen wie so ein Camp aus den 30er, 40er Jahren, um es mal nicht genauer zu formulieren. Aber ja. Animals. Imp heraufbeschwören. Den haben wir auch nicht häufig dabei irgendwie. Der Hund hat irgendwas. Dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. What you've got there, Scratch? I don't know. Maybe you can tell me. Salami. Was soll das denn heißen? Aber ja, braver Hund. Das ist heute Doppelpets. Probieren wir das Ganze doch jetzt nochmal. Und trotzdem erstmal wieder die Tür zu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten nichts wirklich Sinniges zu besprechen. Das heißt, wir verteilen uns hier einfach mal. Damit mit Shadowheart nichts passiert, geht sie am besten mal hier hin. Und dann machen wir hier alles dunkel. Der Imp ist eine gute Ablenkung. Sei doch nicht so frightened. Tyrion! Lern zu schießen. Ich glaube, wir ballern sie da hinten einfach mal weg. Sie ist schon mal nicht mal im Weg. Die anderen sind hier eh drin gefangen. Die muss da erstmal rauskommen. Weil ohne das passiert da drinnen erstmal nichts. Shadowheart muss diesen Hund hier zerstören. Sehr schön. Jetzt bist du auch nicht mehr gefrightened. Dann ballern wir jetzt den anderen Hund da weg. Dann können wir uns gleich komplett auf sie da konzentrieren. Der Hund kommt da eh nicht mehr raus. Das heißt, jetzt kriegt sie einen schönen Ice Arrow ab, damit sie gegebenenfalls... Ah, wobei, bringt das irgendwas, wenn sie ausrutscht? Ach, schieß sie einfach normal ab. Nice Hit, obwohl der nur 30% war, aber egal. Jetzt machen wir Cast 3 einfach da auf sie rein. Sie lebt noch mit einem HP. Ja gut, dann ist sie jetzt aber tot. Shadowheart, mach einfach eine Sacred Flame auf den Hund. Ich weiß nicht, warum das so häufig gesaved wird, aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Das braucht keine Reaction. Der ist weg. Everyone's frightened of something. My fear's hardly irrational when you see the fangs on those things. Looking ahead. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. Ja, ein wenig. I've always been terrified of them. Ever since I was a child. I showed you my memory of when I was lost in the woods. It can hardly come as a surprise. The Mother Superior wasn't above using it against me. If I disobeyed, sometimes instead of a whipping, she'd threaten to drag me to a wolf den. Never failed to bring me back in line. Why is it always the bad memories I can still recall? In any case, I'll be keen to avoid them. Everyone's got their own fears, I won't judge yours.
You're unlike the Mother Superior, then. Maybe that's what I like about you. You're different. Gut, was hatten die denn so? Die müsste ja zumindest den Stein dabei haben, ne? Ja, den brauchen wir. Und ein Soulbreaker Greatsword, das wäre so geil, wenn Shadowhunter damit umgehen könnte. Ein Reminder von irgendwas, was hier auf dem Tisch liegt. Therein it would behoove you to remember that should you or any other member of the Crèche yield flout the new rules, this will be considered an act of treason. Do not think that I am blind to your disdain. I am our queen's eyes, and I see all. The Inquisition will proceed as planned until it is complete and the weapon is found, as decreed by the queen to me, Inquisitor Vargas. Wie man das auch immer ausspricht. Was ist mit der anderen hier? Was hatte die noch so? Githyanki Swordshot? Ja, das bringt uns ja nichts. Und Scroll of Mirror Image. Gehen wir davon aus, du kannst nicht mit dieser Waffe umgehen, ne? Können wir das irgendwie beibringen, weil das wäre schon nicht schlecht, wenn du sowas könntest. Be aware, cultists must be captured on site. Interrogation, swift but effective. Search for the artifact, thorough. Priority 1. Map of Shadow Cursed Lands. So, jetzt können wir aber das Tor hier immerhin öffnen. Insert Item. Das hier, ne? It is you. Make haste. We have business to conduct. Der kennt mich. Short rest. Off we go then. This place is even more foreboding than the rest of the Crèche. It's unnerving. This place makes my skin crawl. Hier oben ist aber eine Truhe. It's never been that simple before. I don't know why it would be now. Ich meine, das ist doch der über den Lae'zel gerade gesprochen hat, oder? Die hat doch was vom Inquisitor geredet. Aber, weiß ich nicht, naja. Wir schauen mal. Okay. Hier sind zu viele Leute. Plus der hat fucking 112 Leben. Wenn wir hier kämpfen wollen, dann müssten wir uns zurück auf die Brücke ziehen. Das würde so schief gehen, naja. Our esteemed guest. Please approach. We have much to discuss. So viel zum Thema zurück auf die Brücke ziehen. Die Tür wurde gerade geschlossen. You have something I want. I have the knowledge you need. Wir positionieren uns hier schon mal ein bisschen. Vlaakith's power is endless. Her patience is not. Approach. I won't ask again. I've got a long road ahead. Ist ja gut. Interesting. My Ardents reported that an Istik survived the crashed Geich slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geich ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. Warlock, hand over an artifact of immense power for nothing in return. You do insult me. The Geich are about to execute their grand design and you seek to bargain. Pahakva. The weapon. Now. Here's how deals like this work. I have something you need. I can bargain all I like. I do not know what base, naive entities you have made deals with before. Nor do I care. But I will humor your greed for a moment. What would you ask of an Inquisitor? Give me a treasure from the Githyanki Empire's coffers, one of immense power. You would lay claim to our hard-won treasures. You seek power,
but do not seek to strive for it. A fool's request, denied. Give me the weapon. Now. Don't give it to him. I won't let you take Then it. your illustrious adventure ends here. Hitasif. Naja, das war obvious. Das wird nichts, das wird nichts. Er muss erstmal wieder seine Waffe aufheben. Hast du die denn jetzt wenigstens... Nein, du hast sie nicht equipped. Dann equip deinen Bogen wieder, ey. What the fuck? Schieß mal einen Guiding Bolt auf sie da, der Stufe 3 von mir aus. Und Heal Gale. Wir geben dir auf jeden Fall nicht die Oberhand gegen uns, aber wir kommen da nicht hoch, verdammt. Ja, sie kann ich mit einer Shockwave der nächste Runde runterblasten. Das ist sein Plan. Er läuft gerne noch ein bisschen näher zusammen. Ihm pau sie schön kaputt. Und das Tyrion knall sie weg. Komm schon, das schaffst du. Verdammter Mist. Wir müssen erstmal die hier wegblasten. Der wird hoffentlich jetzt gleich sterben. Weg mit der. Gut, der Imp ist weg, ist aber nicht so schlimm. Solange sie nicht nochmal zum Zuge kommt. Und ich glaube, da sollten wir Tyrion ein bisschen bei helfen. Vor allen Dingen sollten wir ihn auch healen. Sie hat noch 9 HP. Wir haben Vorteil gegen sie. Ja, dann komm schon. Weg mit dir, nice. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann Tyrion, zieh dich zurück. Wir gehen jetzt da hoch. Dann kann er erstmal wieder durch diesen scheiß Mist durch. Genau so nämlich. Wir lassen ihn überhaupt nicht wissen, wo er lang muss. Warum ist Tyrion schon wieder dran? Nicht, dass es mich sonderlich stört, aber wundert mich ein bisschen. Kannst du soweit schießen? Can't reach destination. Feuerball auch nicht. Ich glaube, dann kommst du wahrscheinlich mit gar nichts dran, aber du bleibst trotzdem einfach mal da oben drauf stehen, mach dich halt unsichtbar. Shadowheart schießt einen Guiding Bolt auf ihn. Gale ist erstmal gesaved, das ist sehr schön. Und er kriegt richtig schön Schaden da drin. Und jetzt... Ich glaube, hier können wir jetzt gerade nicht so viel machen. Das heißt, das, was ich mache, ist, ich habe nämlich immer noch die falschen Schuhe an. Ich nutze diesen Zug, mal die anderen Schuhe anzuziehen, und dann kann ich nächste Runde Misty Step machen. Trink halt noch einen Heiltrank. Volle HP ist auch gut. Probieren einfach mal wieder da rein zu schubsen. Und dann gib ihm noch eine Holy Flame. Ich weiß nicht, was er da macht mit diesen Mind-Verbindungen, aber es wird dir nicht viel helfen. Kommen wir an ihn dran? Ja, wir kommen an ihn dran. Haben zwar keinen Vorteil, aber egal. Schieß ihn ab. Du wirst sowas von sterben, Junge. Tja. Inquisitor Wargas was potent. We are impressed. Huch, wen haben wir denn da? Malignant flame crosses your vision as your patron borrows your gaze, sizing up the vision in front of you.
Not exactly a god, but not far off. Your patron recoils, but not before leaving a word of advice. Caution. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. Who exactly are you? Who am I? I am Vlaakith, undying queen of the noble Githyanki, god regent of the 6 arms of Tudarath. Hi. And you bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Neither. I came here looking for a cure for my tadpole. And you just happen to stumble on the astral prism. Yes. At least you brought it back. It is a start. We will test you to assess whether you deserve reward or punishment. The astral prism. It is corrupted. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the Grand Design, sent to sabotage the astral prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prism is compromised. Können wir vielleicht erstmal unserem Freund da hinten helfen? Gale, dem geht's nicht so gut. And kill them. Be aware. They are not alone, and they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept, refuse, and know my fury. Detect Thoughts, ist das dein Scheiß Ernst? Ich würde hier gerne speichern, bevor ich sowas ausprobiere. Detect Thoughts, ich probier's mal. Nur eine 10? Okay. Behind the veil of the God Queen's outer thoughts, death, fear, paranoia. She fears the one inside the artifact more than anything in the world. But she's hiding something. The veil snaps back. Vlaakith's mind shut out to you forever. Can't you kill the one inside yourself? I thought gods were all powerful. Perhaps I misheard. You would not speak ill of a god, would you? Fuck, ich weiß nicht, wie krass die ist. Sie sagt zwar selber so von sich, aber... Ich glaube, ich will mich mit ihr erstmal nicht anlegen. Vor allem jetzt nicht im geschwächten Zustand. Ich habe keine Spellpoints mehr und nix. I spoke too hastily, please forgive me. Obey and be forgiven. Use the Planecaster's power to enter the prison. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. Wenn das jetzt nicht direkt im Kampf gefolgt hätte, hätte ich mich mit der angelegt. Aber ich wollte nicht nochmal diesen Kampf machen, weil es war ein Wunder, dass wir das überlebt haben hier. Wir haben auch alle ein Level Up. Machen kurz noch Short Rest. Wir müssen gleich noch eine richtige machen, aber erstmal Level Up. Gained a Spell. Hier könnte man machen, aber das erfordert Concentration, was doof ist. Ich glaube, ich nehme einfach hier den Fireball Spell. Cleric Level 6. Shadowheart. Okay, bei ihr kann man nicht viel machen. Das ist halt einfach so. Mysterian. Und Gale. Wizard Level 6. Das könnte noch interessant sein. Gained 2 Spells. Und ein Subclass-Feature. Potent Cantrip. Your Cantrips become harder to evade entirely. Das ist nice. Was haben wir hier für Spells? Das klingt eigentlich nicht schlecht.
Ich überlege gerade, weil wir machen ja eigentlich immer was mit dem Hunger of Hader, was man da drin noch so casten könnte. Und so eine Eisplattform da drin ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Und der zweite, machen wir mal Fear bei ihm. Weil Lixus kann das nicht machen, wegen seinem Hunger of Hader. Weil das auch Concentration erfordert, aber Fear ist eigentlich nicht schlecht. Gut, dann können wir noch schnell... Das ist, glaube ich, was für Gale. Ist es bitte nur nicht auf. Das legen wir ihm auch mal schnell an, bevor irgendwas passiert. Was hat er denn? Potion of Angelic Slumber. Klingt nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Und ansonsten sind hier viele Sachen zum Lesen. Aber nichts wirklich von Interesse. Die Statuen leuchten. Ganz viele Potions. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. I'll give it a shot. A long way to go still. Shadowheart, kriegst du das hin? The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Gale? The statue starts to rotate, but its rusty mechanism Assyrian? jams stuck. Na, geht doch. Ich weiß nicht, wo die hingerichtet sein müssen. Ich meine, so viele Optionen gibt's ja nicht, ne? Let's see here. Oh, wo geht's hier denn hin? Okay, ja, das scheint beides gerade längere Sachen zu sein. Machen wir erstmal Pause, ansonsten wird diese Folge viel zu lang. Ich hätte mich echt gefragt, was passiert, wenn man sich gegen sie auflehnt, weil ich hätte es gerne gemacht. Aber einer von uns lag tot auf dem Boden, die anderen hatten alle keine Spellpoints mehr und waren auch schon geschwächt. Und wenn das wirklich zumindest eine gottesgleiche Kreatur ist, weiß ich nicht mal, ob wir eine Chance gegen sie gehabt hätten, wenn wir alle Full Life gewesen wären. Das war ein bisschen riskant, meiner Meinung nach. Ich habe den Kampf nochmal gespielt, einfach um zu gucken, was passiert, wenn wir uns mit ihr anlegen und ob wir die auch bekämpfen können und ob wir überhaupt eine Chance dagegen haben. Wir gucken einfach mal. I'm afraid I don't do the bidding of extraplanar entities for free. Bad for business. Is that so? Use this to enter the prism or deny me. The choice is yours. But know this, my wrath is carried with each of my faithful. It will find you. Es macht anscheinend keinen großen Unterschied, zumindest nicht in der Hinsicht. Mich hätte aber schon interessiert, ob man sie hätte bekämpfen können. Das Problem ist, in dem Kampf ist Shadowheart leider gestorben, weil die Leute dachten, wir hauen mal auf sie drauf. Aber wir haben ja genug Reviving Scrolls. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir sagen, also wenn wir ihre Göttlichkeit in Frage stellen. Perhaps I misheard. You would not speak ill of a god, would you? I just think a real god could kill whoever she wants. Blaspheming tongue! You wish to see godhood! I wish you to end! Ja, gut, dass ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Okay, ja, sie mag zwar kein richtiger Gott sein, aber sie tötet uns trotzdem. Aber gut, wir haben ja trotzdem einiges heute erreicht. Machen wir hier erstmal Pause. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye, bye.